Hallo zusammen, das was ihr hinter mir seht ist eine Holzkiste. Was es damit auf sich hat, seht ihr in dem heutigen Video. Und am Ende des Videos habe ich noch ein paar Infos zu ein paar überzähligen Motorenteilen, die ich noch habe für den VW T2. Ist doch immer gut, ein praktisches Transportmittel zu haben. Ich habe mir ein paar Holzplatten organisiert. Daraus werde ich etwas bauen, was dem Bulli, aber auch dem LKW zugutekommt. Was das wird und was das ist, das seht ihr in den nächsten Videos. Die Platten habe ich jetzt alle soweit abgeladen. Und bevor jemand fragt, ich habe weder zu viel Geld noch zu viel Zeit, aber ich habe einfach Bock drauf, mir jetzt so eine Transportkiste zu bauen. Die soll so ein bisschen so aussehen, wie früher so diese Überseekisten gewesen sind. Dann habe ich ein bisschen sinnvolle Ladung für den Bulli, die ich aber auch durchaus für den LKW nutzen kann. Und einen zweiten Sinn hat das ganze Ding auch. Ich kann euch das später dann mal zeigen. Ich komme an der Kiste heute Abend schon ganz gut voran. Ich habe also schon den Boden soweit drin. Die Seitenteile sind befestigt, damit das dann noch einigermaßen vernünftig hält. Habe ich hier unten so ein paar Leisten reingeschraubt, jeweils in die Ecken. Im Moment ist es ja nicht ganz so einfach, vernünftiges Holz zu kriegen. Ich habe allen Ernstes keine Leisten 2 auf 2 cm gekriegt. Deswegen muss ich mir mit alten Resten behelfen, die ich hier noch zu Hause rumfliegen habe. Aber das sieht hinterher keiner mehr und sollte soweit auch funktionieren, halten wir jetzt definitiv. Im Moment ist das alles ein bisschen schwierig, weil Bauholz ist im Moment echt schwer zu kriegen. Jetzt ist auch der Deckel auf der Kiste. In den Ecken, wie gesagt, alles verschraubt und zusätzlich auch verleimt. Ich habe jetzt die Diagonalen gemessen, damit die Kiste jetzt letzten Endes nicht windschief ist. Hier vorne wird ja auch ein Kopfstück reingesetzt und von daher muss das ja relativ winklig sein. Ich habe hier unten so ein paar Diagonalen reingeschraubt und hinten auch, damit das jetzt über Nacht in Ruhe der Leim abbinden kann und morgen dann eben schön trocken ist. Dann geht es morgen früh weiter und wie gesagt, dann kommt vorne ein Verschlussdeckel drauf und hinten auf der Rückseite im Prinzip genau das gleiche. Das Tagewerk für heute ist vollbracht. Ich bin ganz zufrieden mit dem, wie es jetzt so geworden ist. Hier auf dieser Seite werde ich mir eine Tür bauen, dass man das auf und zu machen kann. Und jetzt sage ich auch, wofür die zweite Verwendung gut ist. Es soll nicht nur eine Staukiste sein, die aussieht wie eine Transportkiste, sondern zur Not ist das auch eine Möglichkeit, um da drin zu pennen. Da passt also gut eine Matratze rein. Das Ding ist 2,30 Meter lang, 1,20 breit und 90 cm hoch. Da kann man eigentlich schon noch ganz gut drin sitzen. Ich habe es aus Pappelsperrholz gebaut. Dadurch ist es natürlich sehr leicht. Und das kann ich auch wirklich alleine handeln, dass ich das zumindest an einer Stelle angehoben kriege. Und dann quasi auf die Ladeflächen vom Bulli oder auch vom LKW drauf schieben kann. Und dann kann ich das ganze Ding im Prinzip auch komplett alleine verladen. Auf die Seite, oder besser gesagt hier unten sieht man ja 3 Hölzer unten drunter. Bei 2 Hölzern mache ich auf jeden Fall nochmal so einen Steg nach oben, der dann auch oben über das Dach rüber geht und auf der anderen Seite wieder runter, damit das dann halt so aussieht, wie diese Seekisten früher so waren. Auf die Seite soll noch ein schöner alter Schriftzug drauf. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich da drauf mache. Mercedes finde ich ein bisschen lang. VW, ja, ist dann auch mal schwierig mit dem VW-Zeichen. Vielleicht schreibe ich da irgendwie D-Mark drauf oder was Neutrales, was auch immer. Das ist letzten Endes der Plan zu dieser Kiste.
Mit dem Bau der Staukiste bzw. ja, Seekiste oder so oder Versandkiste bin ich soweit ganz gut vorangekommen. Ich habe jetzt hier auf der Rückseite eine Tür eingebaut. Ich habe auf der rechten Seite, kann man das ganz gut sehen, zwei Scharniere drin. Habe in die Kiste nochmal so einen kleinen Rahmen eingebaut und die Tür selber hat auch nochmal einen Rahmen. Lässt sich nicht immer in jeder Situation optimal öffnen und schließen, weil die Kiste natürlich dann auch jedes Mal, wenn sie nicht ganz gerade steht, sich auch ein Stück weit verwindet und verzieht. Aber um da mal drin zu pennen eine Nacht oder so, sollte das auf jeden Fall ausreichend sein. Die Tür kann man also komplett öffnen, da hat man also einen optimalen Zugang. Das Ganze ist ja auch 1,20 breit und ich sag mal, die Außenmaße sind 2,30. Innen hat das auf jeden Fall über 2,20 Meter an Innenmaß. Ja, so kann man jetzt den Innenraum einigermaßen sehen und da kann man sicherlich ganz gut drin schlafen, zur Not, wenn man mal auf einem Treffen irgendwo ist. Und hier kann man die Scharniere sehen. Ich kann die Tür also auch im Prinzip aushängen, um dadurch die Kiste auch noch mal ein bisschen leichter zu machen. Was ich jetzt noch machen muss, ist auf jeden Fall B- und Entlüftung. Im Prinzip hinten in die Tür rein und auch vorne ins Kopfstück. Das werde ich relativ einfach machen. Ich werde einfach ein rechteckiges Loch reinschneiden und werde das wahrscheinlich von außen mit einem Blech abdecken. Und das Ganze dann von innen nochmal wieder mit einem Klavierscharnier oder so anbringen, dass man das dann einfach runterklappen kann, wenn man die Belüftung dann haben möchte. Dann ist es von außen dann auch wassergeschützt und von innen passt es dann auch. So, zack, Tür zu. Das ist soweit dann auch eigentlich ganz gut. Ja, auf den Seiten, da soll auf jeden Fall auch ein Schriftzug drauf. Da bin ich noch nicht ganz mir darüber im Klaren, wie ich das denn machen will oder wie es technisch am besten geht. Weil da einfach nur irgendwas drauf zu pinseln oder so würde wahrscheinlich auch nicht so gut aussehen. Da muss ich mal gucken, was ich dann da mache. Die ganze Kiste ist ja aus Pappelsperrholz gebaut. Das Zeug kann ja eigentlich gar keinen Regen ab. Deswegen habe ich mir auch noch einen Bootslack besorgt, mit dem ich das ganze Ding dann letzten Endes überstreichen werde, damit es einigermaßen vor Regen geschützt ist. Die Kiste steht ja auch nicht draußen, aber es kann natürlich mal passieren, wenn man irgendwo unterwegs ist, kann man den Regenschauer ja auch nicht ausweichen. Das hier ist jetzt im Prinzip das Kopfstück. Das musste ich wie hinten im Prinzip auch aus zwei Plattenhälften noch bauen, weil ja, die Platten waren halt nicht so groß, dass ich jetzt ein komplettes durchgehendes Kopfstück hätte machen können. Deswegen ist da nochmal so eine schmale Leiste drüber oder so, die die beiden Hälften dann eben auch gegeneinander nochmal verbindet. Da kommt auch nochmal eine Belüftungsklappe rein, im Prinzip gleicher technischer Art, wie ich das hinten auch geplant habe, so dass man da dann im Prinzip auch die Luke aufmachen kann oder schließen kann, je nachdem, so wie man es braucht. Und von außen ist es dann halt mit dem Blech geschützt. Ich zeige demnächst mal noch ein paar weitere Bilder, wie dann so der aktuelle Stand ist, wenn die Kiste dann langsam fertig wird. Ich war bei Jürgen Linse in Hövelhof. Das ist ja ein sehr bekannter Motorenbauer für Käfer- und Bulli-Motoren. Und ich habe ja noch ein altes Gehäuse oder besser gesagt einen kompletten alten Motor zerlegt liegen und auch noch ein Getriebe. Das konnte ich mal kaufen. Habe so ein, zwei Sachen davon auch schon entnommen, als ich meinen Motor damals aufgebaut habe. Im Prinzip war es die Schwungscheibe und auch die Mutter, um die Schwungscheibe zu halten, weil diese beiden Sachen brauchte ich. Jetzt hatte ich halt gedacht und gehofft, dass man aus dem Motor nochmal richtig schön was machen könnte mit ein bisschen mehr Hubraum und ein bisschen mehr Leistung. Ja, den Zahn hat Jürgen Linse mir leider gezogen. Er sagte halt einfach, es ist der Motorcode B mit dem kleinen Ölkanal und er sagte, die Dinger sind gut geeignet für 1600 Kubik, die er auch gehabt hat. Also das war ein Motor, der in einem T2-Bulli gesessen hat. Mit 1600 Kubik und ich meine mit 47 oder 48 PS, also Motorcode Typ B. Ist dann auch ein Einkanalkopf. Sieht man hinten vielleicht am Geweih halt eben auch, dass das ja auch nur ein Einkanal-Geweih ist und auch die Köpfe sind Einkanalköpfe. So, jetzt sagte er, ja, aufgrund des Ölkanals ist der Motor nur wirklich bis 1600 Kubik geeignet. Da können wir jetzt nicht mehr Hubraum reinstecken oder so. Das ist dann mit der Ölversorgung wird das schwierig. Er sagte deswegen für meine Pläne ungeeignet, aber vielleicht ist bei euch ja noch jemand dabei, ein Käferfahrer, der sich sowas ins Auto hängen will. Meines Wissens nach sind die Aufnahmen irgendwo gleich. Man kann den Motor also auch in den Käfer reinhängen.
Oder halt auch einen Bullifahrer, der eben irgendwo sagt, okay, für ein kleines Geld nehme ich den Rumpfmotor. Der muss sicherlich einmal gespindelt werden. Auch die Kurbelwelle, das habe ich schon gesehen, die hat eine kleine Riefe auf dem vorderen Lager, auf dem vorderen Hauptlager. Einmal Überschleifen, Übermaßlager rein, dann sollte das aber wieder funktionieren. Also wer da für ein kleines Geld irgendwie was haben will oder so, der kann sich gerne bei mir melden, kann mich gerne über YouTube anschreiben oder so und dann können wir gucken, was wir da machen können. So let me sing for you like the